Die ägyptische Mythologie bildet das Fundament der religiösen Überzeugungen und kulturellen Identität des alten Ägypten. Ihre Mythen, Geschichten und religiösen Vorstellungen entwickelten sich über mehrere Jahrtausende hinweg und waren tief in das tägliche Leben der alten Ägypter eingebettet. Der Glaube an die Götter und das Jenseits beeinflusste nicht nur die königlichen und religiösen Rituale, sondern auch das gesellschaftliche Miteinander. Das Pantheon der ägyptischen Götter umfasste Hunderte von Gottheiten, die jeweils spezifische Funktionen und Kräfte hatten und oft mit Naturphänomenen, Tieren und sozialen Ordnungen in Verbindung standen. Die ägyptische Religion war götzendienerisch, was bedeutet, dass die alten Ägypter an eine Vielzahl von Göttern glaubten. Jede Gottheit verkörperte unterschiedliche Aspekte des Kosmos, des Lebens und des Todes. Einige Götter hatten eine übergeordnete Bedeutung und waren im ganzen Land verehrt, während andere in lokalen Heiligtümern oder von speziellen Gemeinschaften angebetet wurden. Einer der zentralen Aspekte der ägyptischen Mythologie war die Schöpfungsgeschichte, die in verschiedenen Versionen überliefert wurde. Diese Kosmogonien erklären, wie die Welt, die Götter und die Menschen entstanden sind. Die Mythen des alten Ägyptens wurden über viele Jahrhunderte hinweg in einer Vielzahl von Quellen festgehalten. Dazu zählen die Wandmalereien in den Gräbern, die Hieroglyphen-Inschriften auf Tempeln und Denkmälern sowie religiöse Texte wie das Buch der Toten und das Pyramidenbuch. Da die ägyptische Mythologie einen integralen Bestandteil der Religion bildete, war sie eng mit den religiösen Praktiken und Festen verbunden. Mythen dienten oft dazu, die Ordnung der Welt zu erklären und zu rechtfertigen, indem sie den Königen und Priestern eine göttliche Legitimation gaben. In der ägyptischen Kultur war der König, der Pharao, der lebende Gott auf Erden, ein Abbild des Gottes Horus, und durch seine Handlungen wurde das kosmische Gleichgewicht, die sogenannte Ma'et, aufrechterhalten. Die Götter gewährten dem Pharao und seinem Volk Schutz und Ordnung, solange diese ihre religiösen Pflichten erfüllten. Das Konzept der Ma'at, die kosmische Ordnung, Gerechtigkeit und Wahrheit, spielte eine zentrale Rolle in der ägyptischen Weltanschauung. Sie stellte sicher, dass das Universum im Gleichgewicht blieb und dass sowohl die Götter als auch die Menschen ihre Aufgaben erfüllten. Die ägyptische Mythologie entstand nicht isoliert, sondern war das Ergebnis einer langen kulturellen Evolution. Frühgeschichtliche Ägypter, die in kleinen, landwirtschaftlich geprägten Gemeinschaften lebten, entwickelten eine Naturreligion, die auf den Zyklen von Sonne und Nil basierte. Später, mit der politischen Vereinigung Ägyptens und der Entstehung der ersten großen Reiche, wurde die Religion komplexer und die Götterwelt hierarchischer. Die ägyptische Religion entwickelte sich auch in Wechselwirkung mit anderen Kulturen, insbesondere durch Handelsbeziehungen und Kriege. So beeinflussten etwa die vorderasiatischen Religionen des 2. Jahrtausends vor Christus den ägyptischen Glauben, während umgekehrt ägyptische Gottheiten wie Isis und Osiris später in der griechisch-römischen Welt verehrt wurden. Die ägyptische Kosmogonie, also die Schöpfungslehre, war ein zentraler Aspekt der Religion und Mythologie des alten Ägyptens. Verschiedene theologische Schulen entwickelten eigene Schöpfungsmythen, die alle das gleiche Ziel verfolgten: Sie wollten erklären, wie das Universum und das Leben entstanden sind. Diese Kosmogonien basierten auf den Vorstellungen über den Ursprung der Welt und die Rolle der Götter bei der Erschaffung der Ordnung. Es gibt 3 Hauptschöpfungsmythen, die mit den theologisch und politisch bedeutenden Städten Hermopolis, Heliopolis und Memphis verbunden sind. Die hermopolitanische Kosmogonie stammt aus der Stadt Hermopolis oder auf Ägyptisch Khemenu, die im mittleren Ägypten liegt und als religiöses Zentrum für den Gott Tod diente. Diese Lehre basiert auf der Vorstellung, dass die Welt aus einem ursprünglichen Chaos entstand, das als nun bekannt ist, ein formloser, wässriger Abgrund. Aus diesem Chaos entstanden 8 Urgötter, die als Oktot bekannt sind. Sie bildeten 4 Paare männlicher und weiblicher Gottheiten, die jeweils eine duale, oft komplementäre Qualität repräsentierten. Nun und Naunet, Personifikationen des Urwassers und des unendlichen Ozeans. Ku und Hauet, Verkörperungen der Unendlichkeit. Kuk und Kauket, Symbole der Finsternis.
Amun und Amaunet, Götter der Unsichtbarkeit oder des verborgenen Potenzials. Diese 8 Urgötter symbolisieren die ursprünglichen Zustände des Universums vor der Schöpfung. Die Götter der Oktot vereinigten sich und erzeugten durch diese Vereinigung einen Hügel, der aus dem Urwasser hervorkam. Auf diesem Hügel manifestierte sich die Sonne in Form des Gottes Ra, und mit dem Licht der Sonne begann die Schöpfung der Welt. Die Hermopolitaner betonten dabei die Rolle von Thoth, dem Mondgott und Gott der Weisheit, der den Kosmos durch seine magischen Kräfte in geordnete Bahnen lenkte. Die bekannteste und einflussreichste Schöpfungslehre stammt aus Heliopolis, auf Altägyptisch, Juno, der Stadt der Sonne. Diese Kosmogonie ist eng mit dem Sonnengott Ra, auch als Atum-Ra bekannt, verbunden und beschreibt die Schöpfung der Welt als einen Akt der Selbstentstehung. Am Anfang existierte nur Nun, das wässrige Chaos, und aus diesem Chaos erhob sich der Gott Atum, der manchmal mit Ra gleichgesetzt wird. Atum wurde als autarke Gottheit angesehen, die keinen Partner benötigte, um Leben zu erschaffen. Durch einen Akt der Selbsterschaffung brachte Atum seine beiden Kinder, Shu Gott der Luft und Tefnut Göttin der Feuchtigkeit, hervor. In manchen Versionen spuckt Atum sie aus, in anderen erschafft er sie durch Masturbation. Shu und Tefnut zeugten wiederum 2 Kinder, Geb, den Gott der Erde, und Nut, die Göttin des Himmels. Diese beiden Götter repräsentieren das kosmische Paar, dessen Vereinigung als Grundlage der Schöpfung gilt. Allerdings trennte Shu, der Luftgott, Nut vom Geb, sodass der Himmel sich über die Erde spannte. Geb und Nut brachten 4 Kinder zur Welt, die zu den zentralen Göttern des ägyptischen Pantheons wurden. Osiris, Gott des Jenseits und der Wiederauferstehung. Isis, Göttin der Magie und Fruchtbarkeit. Seth, Gott des Chaos und der Zerstörung. Nephthys, Göttin der Trauer und des Todes. Diese Götterfamilie, die sogenannte Enneade von Heliopolis, spielte eine zentrale Rolle in den ägyptischen Mythen und war besonders in den Mythen um Osiris und Isis von großer Bedeutung. Ra-Atum als Schöpfergott war für die Aufrechterhaltung der Ma'et, der kosmischen Ordnung, verantwortlich, indem er jeden Tag die Sonne neu erschuf und sie durch den Himmel führte. In der Stadt Memphis oder auf Ägyptisch, Men-Nefer, die im Alten Reich politisch und religiös von großer Bedeutung war, entwickelte sich eine dritte wichtige Schöpfungslehre, die sich von den vorherigen deutlich unterscheidet. Diese Lehre fokussiert sich auf den Gott Ptah, der als Schöpfergott und Patron der Handwerker und Künstler galt. Nach der memphitischen Kosmogonie schuf Ptah die Welt nicht durch physische Handlungen oder Selbstgeburt, sondern durch das Wort und den Gedanken. Diese Vorstellung verbindet Ptah mit der Idee, dass der Schöpfungsprozess ein intellektueller und sprachlicher Akt ist. Zunächst dachte Ptah das Universum in seinem Herzen, das bei den Ägyptern als Sitz des Denkens galt, und dann sprach er die Dinge in die Existenz. Dieser Schöpfungsprozess steht in enger Verbindung mit der Macht des Wortes und der Sprache, ein Konzept, das in der ägyptischen Religion von grundlegender Bedeutung war. In dieser Lehre werden Atum und die anderen Götter als Aspekte seiner schöpferischen Kraft angesehen. Ptah, der durch den göttlichen Plan die Grundlage für das Universum legte, wird in dieser Kosmogonie als der höchste Schöpfergott verehrt, der sowohl die physischen als auch die spirituellen Aspekte der Schöpfung umfasst. Abschließend kann man sagen, dass die hermopolitanische, heliopolitanische und memphitische Kosmogonie unterschiedliche Perspektiven auf den Schöpfungsprozess bieten, doch sie teilen gemeinsame Themen. In allen 3 Lehren ist die Welt aus dem Chaos, dem Nun, entstanden. Die Schöpfung wird als ein Prozess der Ordnung und Differenzierung aus einem ursprünglichen Zustand der Unordnung betrachtet. Die Hervorbringung des Kosmos und der Götterwelt geschieht durch göttliches Handeln, sei es durch die physische Geburt, das Wort oder den magischen Akt. Die Schöpfungsmythen des alten Ägyptens waren nicht statisch, sie wurden je nach den politischen und religiösen Entwicklungen in den verschiedenen Perioden angepasst. Während Heliopolis mit der Enneade das bekannteste theologische Zentrum war, erlangte Ptah in Memphis in verschiedenen Epochen durch die Förderung des Handwerks und der Künste eine herausragende Stellung.
Wenn euch diese Einführung in die Religion und Mythologie der alten Ägypter gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar oder ein Like freuen. Euer Feedback unterstützt meinen Kanal und motiviert mich, weitere spannende Inhalte zu erstellen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Mal.